Das war eine Kadettenanstalt mit nationalsozialistischen Zielen. So würde ich es umschreiben. Mhm. Ich möchte doch nochmal auf Ihre Eltern Mhm. zurückkommen. Es ist ja einfach der Wunsch der Eltern, dass die Kinder möglichst also ein Stück weiterkommen noch als die Eltern. Was glauben Sie denn, was vielleicht Ihre Eltern durch die Ausbildung erhofft haben für Sie? Ja, es stand ja auf jeden Fall auch als Abschluss das Abitur dahinter. Mhm. Und man musste nicht unbedingt das werden und machen, was die wollten hier. Man konnte ja auch ins Zivilleben gehen. Mhm. Und ich nehme an, vielleicht hatte mein Vater so im Hintergrund mal Ingenieur oder sowas, was er ja auch gewesen ist. Äh, auf jeden Fall war ja diese Ausbildung, hatte eine ordentliche gymnasiale Ausbildung dahinter. Und dann Mhm. konnte man darauf aufbauen. Ob ich dann zum Militär gegangen bin oder in die Wirtschaft, das war erstmal fraglich. Also das Hätten konnte Sie, ich ja. nicht entscheiden dann noch. Können Sie sich noch, ich weiß, dass also die, auch aus Ihrem Sprechen jetzt, ich weiß, dass also der Sport eine große Rolle gespielt hat. Können Sie sich noch an so bestimmte sportliche Ereignisse, vielleicht die mit besonderen mutigen Eigenschaften verbunden Ja, waren, also erinnern? Sport wurde wirklich groß geschrieben. Äh, Wir hatten ja auch einen großen Sportplatz, wir hatten Turnhalle, also das ging unabhängig vom Wetter, spielte sich immer irgendwas ab. Waren natürlich meistens Kampfsportarten, ich denke mal so an Medizinball oder Mhm. die Größeren mussten dann oder sollten dann boxen und viel Lauftraining und dann wurden natürlich auch Mutproben verlangt. Das war aber nicht bloß einmal, das wiederholte sich in verschiedener Art und Weise. Einmal aus dem Fenster springen, aus dem ersten Stock ins Sprungtuch rein, so ähnlich wie es die Feuerwehr auch hat. Also auch wir als Kinder müssten das machen. Und wer da nicht wollte, wurde rausgestoßen. Das war so dann Mutproben. Dann wurde über einen imaginären Graben mit Wasser gefüllt, gesprungen, wurden die Augen verbunden. Es gab weder den Graben noch das Wasser. Das wurde in Form einer Waschschüssel mit Wasser wurde bewegt, wurde das dargestellt, dass der Springer dann denken musste, aha, hier ist Wasser, musste einen gewissen Meter Anlauf nehmen und dann musste er springen. Also solche Sachen kamen öfter vor in verschiedenen Varianten oder bei Geländespielen wurden wir abends zum Beispiel alleine dann im Wald gelassen, also immer als Doppelposten. Und dann haben sie uns eine Stunde lang sitzen lassen oder sogar noch länger, um zu sehen, was die beiden dort machen. Und das waren, also Mutproben gab es genügend und Sport auch. Die Größeren, soll ich mir das Ja. erzählen? Die Größeren, das sind also die dann so über 14, 15 waren. Es ging ja insgesamt bis 18 Jahre. Die hatten dann Ausbildung im Schießen, das hatten wir auch schon. Wir hatten Luftgewehrschießen. Die Größeren hatten Ausbildung im kleinen Kaliber, KK. Dann später sogar mit echten Karabiner, mit den 98er. Dann hatten die Großen Motorradausbildung, Autoausbildung, Segeln. Und Schwimmen war im Prinzip schon, wo ich noch dabei war. Also ab diesem Alter war Ja. Schwimmen. Das war hier in Klotsche oben in der Luftkriegsschule, in einer schönen Schwimmhalle, beziehungsweise im Freibad war dann eine Schwimmausbildung. Wie, wenn Sie sich noch erinnern können, Sie waren ja damals noch sehr, also Sie haben selbst gesagt, Kind, Kind. das ist auch richtig. Wie müssen wir uns so den Alltag vorstellen? Also ich glaube so 6:30 Uhr war Wecken. Also viel später war es nicht. Nach dem Wecken war Frühsport. Im Sommer also mit Turnhose, Turnhemd, Turnschuhe. Im Winter wurde dann der Trainingsanzug zugelassen. Aber das wurde vorgeschrieben, wann der getragen werden darf. Dann war, glaube ich, 15 Minuten Frühsport. In aller Regel immer im Freien. Also wir mussten dann hier aus den Gebäuden raus und in den naheliegenden Wald Laufsport machen oder Kniebeugen oder so. Dann anschließend war Waschen. Nach dem Waschen ging es dann gemeinsam in die Aula, in die große Halle zum Frühstücken. War auch zeitlich begrenzt, ungefähr eine Viertelstunde. Nach dem Frühstück ging es zurück in die Unterkunft, wurden die Schulsachen geholt. Dann wurde von den Wohngebäuden wurde ins Unterrichtsgebäude, wo wir hier sitzen, wurde marschiert. Dann wurde Unterricht durchgeführt, in aller Regel bis zur großen Pause. Zur großen Pause gab es das zweite Frühstück. Da wurde vor diesem Unterrichtsgebäude wurde angetreten, war Appell.
Da wurden so die Tageslosungen bekannt gegeben, was ich alles heute abspielen könnte und müsste. Und dann war bis Mittag Unterricht. Nach dem Mittag war Ruhestunde, also bestimmt 30 Minuten, wenn nicht noch ein bisschen länger. Dann war an und für sich nachmittags immer irgendwelcher Geländedienst oder Putz- und Flickstunde oder wir konnten mal einen Brief schreiben. Das war alles schon im Prinzip festgelegt für die ganze Woche. Wurde aber, wie gesagt, beim Appell nochmal für jeden Tag verkündet. Und dann war nachmittags dann, also am späten Nachmittags, abends dann, war dann Freizeit. Da mussten wir dann nicht normal irgendwie. Ach, und geweckt wurden wir früh in allen Räumen durch Lautsprecher. Wir hatten in allen Räumen Lautsprecher und ich weiß bloß noch, ich muss immer noch dran denken, man spielte oft und lieb und gerne die Heinzelmännchens Wachparade. Wollte ich noch was sagen. Sind Sie gern hier auf die Schule gegangen? Es gab Stunden und Tage, wo ich, wenn ich zu Hause gewesen bin am Wochenende, und habe an der Straßenbahn gestanden und ich bin hier auf dem Heller hochgefahren, wo ich nur mit gemischten Gefühlen wieder durch die Wache gegangen bin. Also es gab, wie gesagt, Zeiten, da bin ich nicht gerne hier reingegangen. Warum? Ja, es war ein Internat. Wir waren hier noch Kinder. Und das wurde natürlich auch vollkommen untergebuttert. Dass wir auch noch Eltern hatten. Oder ich hatte ja zwar keine Geschwister, aber andere hatten Geschwister. Oder Opa und Oma und wollten sich vielleicht mit denen mal beschäftigen oder unterhalten. Und das war ja im Prinzip fast unmöglich. Es wurde ja auch jeder Ausgang musste genehmigt werden. Wie gesagt, es war eine Kadettenanstalt. Und ich konnte nicht einfach nach meinem Belieben den Nabala verlassen. Ich brauchte also einen Ausgangsschein, Passierschein, alles. Selbst wenn ich immer noch Lotsche wollte und ich wollte gegenüber zu dem Friseur gehen, selbst da gab es Passierscheine. Und das war natürlich manchmal ganz schön bedrückend, das muss ich sagen. Also das war nicht immer positiv. Der Schulalltag, der ja mehr oder weniger sehr stark reglementiert war, also klare Abläufe hatte, war der für Sie eher, empfanden Sie das eher als bedrückend oder war das für Sie eher positiv, dass das so klar geregelt war? Ich bin immer sehr gerne in die Schule gegangen, egal wo. Bis ins Alter noch rein. Das war für mich nicht bedrückend. Vor allem, wir hatten ja eine Ausbildung, wir haben Gymnasium, ich habe zum Beispiel hier meine ersten Worte Englisch gehört und gelernt und ich bin gerne in die Schule gegangen. Ich kann es nur so sagen. Der Raum, in dem wir uns jetzt hier befinden, der wird ja umgeben von mehreren Gebäuden. Welche Funktion hatten die Gebäude? Das, wo wir hier sitzen, das ist der Schulhof. Und die beiden Seitengebäude links und rechts, das waren Unterrichtsräume. Unterrichtsräume natürlich schon mit Lehrmitteln, mit Atlanten und Globen und Lehrerzimmern. Das ist eine richtig normale Schule. Wir befinden uns jetzt hier im Innenhof des Unterrichtsgebäudes, also hier, beziehungsweise hier vorn. Das ist jetzt wie gesagt das ehemalige Unterrichtsgebäude. Mein Klassenzimmer war hier vorne irgendwo. Dann hat man hier die Hauptachse. Da sind die Wohngebäude dran, links und rechts. Es waren also insgesamt 6. Die hatten auch alle Eigennamen, meinetwegen Heinrich Himmler oder Göring oder was weiß ich. In den Gebäude hinten rechts war ich untergebracht. Da war immer eine Gruppe, 8 Mann. Und man kann das hier nicht auf dem Bild so gut sehen. Es sind ungefähr 4 oder 5 Gruppen waren immer in einer Etage. Und da hinten sind dann die Aufenthaltsräume, so, wo man mal was schreiben konnte oder wurden auch Spiele gemacht. Das hier hinten, das ist der Speisesaal gewesen, wo wir dann also Frühstück, Mittag und Abendbrot eingenommen haben. Hinten ist der Sportplatz, war ein schöner großer Sportplatz. Das ist die Turnhalle. Und hier, wenn ich mich richtig entsinnen kann, das waren Unterkünfte für die Lehrer hier, die also mit dem Internat untergebracht waren. Und in jedem Gebäude waren auch die Sanitärräume mit drin, Baderäume und so ähnlich. Ich muss noch mal erwähnen, dass wir uns die ganze Woche kalt waschen und baden konnten oder mussten. Nur am Wochenende gab es warmes Wasser. Das ist eben das, wenn man dann merkt, man ist im Internat und es ist eine Kadettenanstalt, es ist im Prinzip unpersönlich. Ja, wo man dann sagt, ich bin froh, dass ich mal nach Hause fahren kann und wo ich genauso gesagt habe, wenn ich mit der Straßenbahn wieder hochkam, ich fahre heute nicht gerne wieder her.
Das ist das Unpersönliche. Das war auf jeden Fall da. Hier vorne war der Appellplatz vor der Schule. Da war dann, wie gesagt, zum Frühstück immer große Vergatterung. Da gab es übrigens auch eine Auslosung. Da wurde jedenfalls immer dann ausgegeben. Also im Freien war das immer prinzipiell. Da wurde dann bekannt gegeben, wie sich der Tag entwickeln soll, was alles anliegt. Ja, Turnhalle habe ich gesagt, Sportplatz habe ich gesagt, die Unterkünfte für die Lehrer. Im Prinzip ist alles noch so vorhanden, wie wir es hier sehen. Danke.